keine Falten. Also, ich meine nicht das Gesicht. Der Patrick Fischer ist kurz vor der Heim-WM als Nationalcoach freigestellt worden. Grund war ein gefälschtes Covid-Zertifikat. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist bis im Finale gekommen, ist dann aber knapp an Finnland gescheitert. Patrick Fischer, in dem Fall ist ja die Mission noch nicht beendet. Ja, die eine Mission, Goldmedaille, definitiv noch nicht, leider. Auch mehr Silber. Aber ich denke, die Mission, die wir als Mannschaft ist ein Slogan gewesen, «Celebrate the Moment», ein Hockeyfest zu kreieren in der Schweiz, die Leute zu inspirieren, die Leute die Masse zu bewegen. Und das ist definitiv gelungen. Und von dem her die eine Mission noch nicht ganz abgeschlossen, aber es ist immer schön, wenn man noch das Ziel hat. Was hast du jetzt zum zweiten Platz? Haben wir mehr unglaubliche Leistung. Die Mannschaft hat brillant gespielt, Treib von den Fans. WM-Final, dritte Mal hintereinander. Und das ist fast jetzt selbstverständlich angeschaut worden. Aber ich weiss, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und darum, ein zweiter Platz ist immer noch ein unglaubliches Resultat. Logischerweise, nach 2 haben wir den Titel nicht können heimholen in die Schweiz. Ich glaube, jeder Einzelne hat es verdient von den Fans und vor allem die Spieler und der Staff, und ich weiss, wie hart dass die geschafft haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Seit der Freistellung hast du dich ja nie geäussert. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich bin logischerweise noch beraten worden, sehr gut beraten worden. Ich habe gesagt, jetzt ist einfach wichtig, Ruhe reinbringen, das Ganze. Ich habe gemerkt, wie viel Dynamik das aufgenommen hat und dass man nach der WM wartet. Das sind wir jetzt. Dass die Mannschaft Ruhe hat, dass die Mannschaft sich konzentrieren kann auf den Task, weil das ist das Wichtigste in dieser Situation und viele Sachen ist geschrieben worden und dass wir jetzt eigentlich können, vielleicht verständlicher machen, aber wichtig einfach meine Perspektive können sagen. Aber es hat doch in dieser Phase ein Interview gegeben mit dem Titel «Fischer bricht sein Schweigen». Ja, das stimmt nicht. Ich habe nie ein Interview gegeben. Jetzt bist du leider außen vor und nicht mit drin. Wie hast du die WM trotzdem erlebt? Ja, anders als sonst. Logischerweise nicht hinter der Bande. Und ich bin Anfang der WM bin ich weg. Ich bin ein paar Tage mit meinem sehr guten Freund auf Mallorca, einfach so ein bisschen, um mich selber ein bisschen schützen, mein Herz ein bisschen schützen und gewusst, es wird einen riesen Rummel geben. Und dann bin ich zurückgekommen, habe das Match eigentlich aus der Distanz verfolgt. Im Fernsehen und auch dort immer wieder Kontakt gehabt mit den Coaches und ihnen gratuliert, ich immer gratulieren. Und dann ist eigentlich der letzte Match, WM-Final, bin ich im Stadion inne gsi. Auch auf Wunsch von den Spielern, die gesagt haben, wäre schön, wenn du kommst und dass wir nachher zusammen feiern. Und so habe ich sie erlebt. Ja. Viele Leute haben das Gefühl, das ist eigentlich dein Verdienst, das ist dein Werk. Wie fest siehst du das selber so? Schwierig zu beurteilen. Ist klar, ich habe viel gemacht in der Vorbereitung. Es braucht viel Planung. Wir haben ein Spielsystem, das wir seit Jahren haben, das wir immer wieder justiert haben. Und das war eigentlich das Gleiche auch jetzt der Weltmeisterschaft. Wir können am Spielplan mitreden, dass wir einen guten haben. Ich habe das Gefühl, wir haben einen sehr guten Spielplan gehabt. Und logisch ist man irgendwie dabei, aber gross mein Verdienst ist eigentlich nicht wichtig. Der Moment, wo klar war, dass du nicht an der Bande stehen wirst, wie haben die Spieler dort reagiert? Ja, es waren sehr emotionale Tage. Logischerweise die Spieler auch für sie mega schwierig. Für den Coaching-Staff. Ich war ja in der Slowakei mit der Mannschaft, wo das entschieden worden ist. Und sehr viel Rückendeckung gespürt vom Staff, auch von den Spielern. Aber auch für sie nicht einfach gewesen, im Sinne von, was mache ich? Es ist ein Heim-WM vor der Tür, wenn wir boykottieren, es sind viel thematisiert worden. Ich habe schlussendlich einfach immer gesagt, hey, schau, geht den Job dann, macht es und ihr könnt es, ihr wisst, wie es geht. Und von dem her war der Kontakt nachher auch da gewesen, während der WM zu gewissen Spielern und vor allem Coaches. Und was ist mit den Fans? Ja, die Fans, ich meine, in dieser ganzen Geschichte sind so viele Menschen auf mich, auf meine Familie, auf meine Frau, ins Umfeld zugekommen und haben uns unterstützt, haben uns Mut zugesprochen, haben
mitgelitten mit uns und auf dem Weg noch einfach danke vielmals. Es hat so viel positiven Drive reingegeben, das Ganze. Also das ist schön in der ganzen Geschichte, die Solidarität zu spüren, hat wahnsinnig gut an und gleichzeitig möchte ich auch jetzt den Hauptkern, wo du auch durch die Fans eigentlich gestärkt worden ist, oder meine Familie, meine Frau, wo ja, wo sich das nicht so gewöhnt ist. So Stürme, gut, so Stürme bin wir auch nicht gewöhnt gewesen, aber ich habe gesehen, wie unglaubliche Familie und Freunde ich habe. Auch noch auf dem Weg, meinem Schatz und meiner Familie, meinen Eltern, meinen Brüdern, meiner Schwester und allen Fans, meinen Kindern, meinen Tieren, wo mich unterstützt haben, schwer. Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, schauen, was eigentlich der Grund war. Wieso bist du eigentlich gegenüber dieser Covid-Impfung skeptisch seinerzeit? Ja, ich beschäftige mich einfach mit gewissen Themen, vor allem wenn es um meine Gesundheit geht, um meinen Körper geht. Und ich bin einer, der auf mein Bauchgefühl hören. Das ist mein Anker. Das ist das, wo ich darauf vertraue. Und damals war für mich klar, ja, ich will die Impfung nicht machen. Wie bist du aber dazu gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen, ein gefälschtes Zertifikat dir zu organisieren? Es ist Covid-Zeit, sehr neblige Zeit, sehr viel Unsicherheit und es ist so ein bisschen Richtung Olympische Spiele gegangen in China im 21. Hier in der Schweiz hat es schon ein bisschen aufgelockert, aber China hat immer noch Impfzwang gehabt zum Einreisen. Und ich habe dann gewusst, okay, ich habe ein Problem, weil ich möchte eigentlich auf China mit meinen Jungs und darum habe ich mich für den Weg entschieden, mir ein Zertifikat zu kaufen. Deine Intuition hat dich ja weit gebracht. Also du bist sehr erfolgreich geworden wegen der, aber jetzt hast du dich ja wahrscheinlich über dein Verantwortungsgefühl gestellt in dem Moment. Es kommt darauf an, als Verantwortung als Nationaltrainer, klar. Das war nicht richtig. Ich hätte das damals als Nationalcoach nicht machen dürfen, einreisen mit einem gefälschten Covid-Zertifikat. Aber die Verantwortung für mich selber, für meinen Körper, das hat mir mein Gefühl gesagt. Und darum bin ich dort so ein bisschen in einer schwierigen Situation für mich persönlich. Die schwierigste Situation in diesen 10 Jahren als Nazi-Coach, in diesen 3 Monaten, wo ich viel hier und her weiss, wie kann ich das machen. Und darum die Verantwortung als Nazi-Coach habe ich dort nicht genommen, aber für mich selber. Ja. Dort aus der Situation aus hast du aber deine Vorbildfunktion verletzt? Als Nationaltrainer definitiv, ja. Das gibt es nichts schön zu reden. Vorbildfunktion, was jetzt für mich auch, für mich selber wichtig ist, die persönliche Schiene, bin ich mir einfach treu geblieben. Der Hockeyverband hat ja deine klare Haltung in dieser Frage eigentlich gekannt. Wie sind denn die mit dir umgegangen? Ja, die haben schon gewusst, dass ich ringe mit dieser ganzen Geschichte. Und sie haben mir dann eines Tages ins Büro gepfiffen und haben mir eigentlich einen Vertrag vorgelegt, wo drin steht, ich muss eigentlich quasi an diesen und diesen Events dabei sein, an der U20-WM in Peking und in Helsinki der WM 22. Und für das braucht es eine Impfung. Und falls ich dort fehle, gibt es Sanktionen, die über 500.000 Schweizer Franken waren. Und das habe ich dann unterschrieben. Und wie hast du es empfunden? Störend. Natürlich noch einen extra Scheibendruck
die ganze Geschichte hineingebracht. Aber schlussendlich habe ich das Anfang November 2021 unterschrieben. Und durch das ist dann halt auch das Thema, das auch öffentlich besprochen worden ist, warum bin ich nicht in Quarantäne und das ganze Zeug, das ist eigentlich durch das dann eigentlich vom Tisch gewesen. Ich habe quasi, der Verband hat Bestätigung, ich habe geimpft und darum konnte ich auch nachher nicht in Quarantäne gehen. Es ist klar, die Quarantäne war dann nicht mehr möglich gewesen, aber wenn wir noch mal ein bisschen zurückblenden, dorthin, wo du dich quasi entschieden hast, auch das Zertifikat zu organisieren, dort hättest du ja können sagen, okay, ich gehe 2 Wochen in Quarantäne, wie es andere ja auch gemacht haben. Theoretisch schon, aber realistisch ist das nicht. Ich meine, ich hätte nach der U20 WM in Edmonton, wo war, über Weihnachten Neujahr, da wäre ich so am 6. 7. Januar heimgeflogen. Ich hätte direkt quasi auf Peking fliegen, die Quarantäne. Das wäre alles noch möglich gewesen. Das Problem war, wir waren am Selektionieren, wir hatten eine Woche Vorbereitung noch in der Schweiz und ich aus der Quarantäne, aus dem Zimmer, von China aus als Coach, das geht nicht. Wäre ich ein Einzelsportler gewesen, wäre für mich klar gewesen, logisch, ich gehe in Quarantäne oder ich gehe gar nicht. Aber als Coach von der Mannschaft, das und dann natürlich der Aufschrei noch, der dazu gekommen wäre. Also, ja, das sagen viele, hättest du es machen können, aber auch diese Möglichkeit sehr schwierig. Es gibt ja noch eine andere Ebene, die wir noch besprechen müssen, und zwar die vor gesundheitlicher Gefährdung, die rein theoretisch können sein. Also deine Spieler, Betreuer und so weiter, die ja nicht gewusst haben, dass du nicht geimpft warst, die hättest du ja eigentlich anstecken können. Ja, das ist eine super Frage. Es war mir wichtig, okay, was passiert denn tatsächlich, wenn ich jetzt den Move mache und das Zertifikat kaufe und ich bin jetzt quasi nicht geimpft. Und das Covid-Protokoll war so, dass wir eigentlich im OIM, also wir sind 5 Tage vorher im OIM, Leistungszentrum Zug in der Schweiz, und wir sind jeden Tag getestet worden. Das habe ich gewusst. Ich habe gewusst, wir kommen auf Peking am Flughafen, werden jeden getestet. Und dann im Olympischen Dorf wirst du auch jeden Tag, jeder wird immer getestet. Und sobald irgendein Test positiv ist, gehst du in Quarantäne. Das ist auch passiert. Wir haben 2 Spiele verloren mit Dario Simeon und Dennis Malgin damals. Also ich habe gewusst, ich bin kein grösseres Risiko als irgendjemand anderes. Sobald ich Corona-Virus habe, dann bin ich in der Quarantäne. Und darum haben wir die Sicherheit gegeben, dass ich sicher nicht die Mannschaft gefährde. Das hat dich, nehme ich an, in dem Moment auch beruhigt? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist das für mich ein wichtiger Fakt gewesen, dass ich den Move mache. Ja. Weiterer Vorwurf, der auch immer erhoben worden ist, die ganze Mannschaft, vielleicht die ganze Delegation aus der Schweiz, hätte heimreisen müssen, wenn man die verwünscht hätte. Ja, das sind so ein bisschen die Momente, die in dieser ganzen Kampagne wo schwierig waren, wo einfach alles aufgeblasen worden ist und ich habe gerade alle gefördert und es ist einfach nicht so. Das hat es in der Geschichte der Olympischen Spiele noch nie gegeben. Wenn irgendjemand es vergeben hat, ein Dopingsünder, ja, dann wird er rausgepickt, ein Einzelner. Russland ist einmal eliminiert worden, weil sie systematisch gestoppt haben im 2014. Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Und darum bin ich sicher nicht der, der die ganze Schweizer Delegation heimgeschickt hat, weil sie mich jetzt verwünscht hätten. Also, das habe ich auch. Wir weiss es nicht, aber es ist einfach noch nie passiert in der Geschichte. Ich glaube, die Frage, die die ganze Schweiz umtreibt, wahrscheinlich jetzt noch, warum hast du dem SRF-Journalist von dem gekauften Zertifikat erzählt? Ja, das ist die Frage, die mir viel gestellt haben, logischerweise, vor allem meine Freunde näher, wieso hast du das erzählt? Ja, ich war im Moment drin. Für mich war das eine Situation, wo ich eigentlich mit privaten Leuten über Themen rede. Und die Vorgeschichte war eigentlich, wir waren an einem Mittagessen mit SRF-Leuten, ja, die ich auch nicht so kennt habe. Aber wir haben dort über Gott und die Welt geredet. Aber ich muss das, glaube ich, ein bisschen ausholen. Es ist ich bin ein Mensch, der sehr schnell vertraut. Ich bin sehr offen und Vertrauensverhältnis
mit jetzt SRF ist sehr gross gewesen. Ich bin in den letzten 10 Jahren mit ihnen unterwegs gewesen. Sehr viele schöne Geschichten können machen. Ich bin einer, der immer versucht, das Produkt zu pushen, das Hockey näher bringen an die Fans. Und da gilt es auch, Türen zu öffnen. Können Medienleute reinkommen, können die Leute in die Garderobe reinkommen. Und das war mir wichtig gewesen. Und darum mit dieser Motivation haben wir auch eigentlich einen Doku gemacht, wo eigentlich die ganze Mannschaft und mich persönlich gefilmt hat und begleitet hat Richtung Heim-WM. Und das ist eigentlich für mich so ein bisschen, ja, der Friends. Und dann ist eine neue Anfrage gekommen, eben für 10 vor 10, ob sie jetzt noch ein bisschen mehr persönlich über mich etwas herausfinden. Und dann sind sie zu uns heimgekommen. Wir haben einen Kaffee getrunken, ein bisschen alles besprochen. Wir sind in den Garten runter, sie wollten begreifen, wie ich da den Teamspirit ankurbeln und wie ich das mache. Und wir sind dann so ein bisschen an meine Lieblingsort, wo im Wald ist, wo im Hintergrund war mein Quartier, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe meine Jugend erzählt, über die Eltern erzählt, sehr, sehr, sehr persönlich und sehr privat. Und dann ist dann das Mittagessen entstanden, weil ich sie eigentlich gefragt habe, aber wenn ihr mit uns zum Mittagessen kommt, wir drehen am Nachmittag weiterdrehen. Und dann sind wir dann dort gehockt, ohne Kamera, also wirklich einfach Leute, die miteinander reden. Und wir haben 2 Stunden über ganz viele Sachen geredet. Und dann ist eigentlich Covid zum Thema geworden. Und ja, dann bin ich eigentlich dort über das gestolpert, dass ich keine Gefahr gesehen habe, wirklich nicht. Aber wieso denn? Es hat ja jahrelang Gelegenheit gegeben. Du hast viel Kontakt mit Medienleuten gehabt. Ab dem Zeitpunkt ist das, wo man sich so wundert. Ja, für mich ist es so ein bisschen, ich habe das auch nachher reflektiert. Ich habe gemerkt, letzten Sommer, so ein bisschen auch um meine Hochzeit herum, ich habe dort ein bisschen geöffnet auch zu diesem Thema. Es haben so mehrere die Leute gewusst. Und für mich war es vorbei. Für mich war Covid vorbei. Und ich habe auch gewusst, ich werde das dann kommunizieren nachher. Das ist für mich wichtig. Ich mache auch Referat und ich will das auch dort kommunizieren. Also auch der Prozess, wo ich damals die Entscheidung. Und darum ist es für mich so ein bisschen okay. Und dann sind wir in die Thematik hineingegangen und so habe ich das dann, so habe ich das erzählt. Ja. Wer ist denn am Tisch gesessen? Der Finn Sulzer, der Medienchef von uns. Der Schmitz Pascal und der andere, weiss ich nicht. Ja, vom SRF. Und der Kameramann, den Namen nicht weiss, ja. Jetzt im Nachhinein, bist du zu vertrauensvoll gewesen? Oder kann man sagen, zu naiv? Ja, definitiv die Situation falsch eingeschätzt. Unter Deckmantel SRF Partnerschaft habe ich gedacht, bin ich zu offen gewesen, und das war definitiv ein Fehler gewesen. Also du bist davon ausgegangen, wirklich, dass es ein privates Gespräch ist. Warum? Gut, aber ich meine, ich habe halt auch schon viel Erfahrung gemacht mit anderen Journalisten, wo man einfach auch Zeug erzählt und das ist dann, da bin ich nicht der Einzige, wo off the record Sachen auch geredet wird. Und unser Medienchef hat das ganz klar platziert. Er hat gesagt, schau, das ist logisch, das ist nicht für die Öffentlichkeit da. Und das ist auch bestätigt worden vom Schmitz nachher am Tisch auch, ja, ist klar. Und er hat es uns sogar auch noch geschrieben nachher am anderen Tag immer eine Mail, dass es ihm die Off-the-Record-Vereinbarung bewusst und das ist auch etwas, was mich dann schon irritiert hat, was dann auch wieder auch vom SRF aus nachher kommuniziert worden ist. Das ist nie Off-the-Record gewesen. Und ja, das ist einfach nicht so. Das ist jetzt wirklich sehr ein wichtiger Moment und das muss man ja auch betonen, dass es nicht einfach jetzt von dir so gesagt ist, sondern es gibt es schriftlich. Ich habe hier ein E-Mail von Pascal Schmitz. Das ist an Finn Sulzer gegangen, an den Medienchef vom Eishockey-Verband. Und ich würde 2 Sätze daraus vorlesen. Der erste ist: Ich schreibe dir bezüglich unseres Off-the-Record-Gesprächs am Mittagstisch in Altstetten. Off-the-Record-Gespräch. Mir ist die Bedeutung einer Off-the-Record-Vereinbarung sehr bewusst und ich nehme dies ernst. Ich meine, die 2 Sätze, dann ist das ja schon verrückt, was nachher passiert ist.
Ja, sehr irritierend gewesen, weil aber auf der einen Seite halt, ja, bis nachher alle haben es so übernommen. Unser Medienchef hat durch das auch schlecht ausgesehen. Warum wir vom Verband aus das nie kommuniziert haben, weiss ich heute noch nicht. Dass wir das eigentlich klargestellt haben, dass wir diese Vereinbarung hatten. Wir reden jetzt hier von mündlich. Es ist mündlich. Es gibt, niemand geht mehr in ein Interview und tut vorher quasi das unterschreiben. Das macht einfach niemand. Und logisch wäre das der korrekte Weg. Aber dass nachher die Leute draussen erzählen, das war nie auf der Record gewesen, ja. Also ist eine Vereinbarung gebrochen worden? Ja, definitiv. Wie häufig hast du dich denn hintersinnt, dass du das dort gesagt hast? Auch jetzt mit dem Wissen, ja. Ja, logisch denkt man, ja, wieso? Wieso hast du es gemacht? Wieso hast du es gesagt? Was sind meine Lehren daraus? Und ja, ich bin auch in meinem, ja, jetzt bin ich doch auch schon 50 und das darf ich einfach lernen, abwägen. Wem darf ich was erzählen? Ich werde nie meine Offenheit verlieren, auch wegen dieser Geschichte nicht. Ich will das auch nicht, das bin ich. Aber ich muss lernen, abwägen, was ich wem erzählen darf. Werden Prominente, ob Sport oder Politik oder Wirtschaft, werden die jetzt nach den Erfahrungen, die du auch gemacht hast, werden die vorsichtiger sein mit Interviews in Zukunft? Leider ja. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört in dieser ganzen Geschichte. Ich bin eigentlich einer, der plädiert, offen zu sein, aufeinander zugehen, mit Vertrauen. Und ich glaube, die ganze Geschichte, ja, zwickt die Leute eigentlich mehr zu. Jetzt so ein bisschen mit so Interviewfragen und man traut sich nicht mehr so. Und das Misstrauen ist ein bisschen gewachsen durch das. Und das ist eigentlich ja, bedauernd. Gehen wir nochmal zurück auf deinen D-Day, auf deinen Chaos-Tag, der Tag, wo der Pascal Schmitz dich mit seiner Recherche konfrontiert hat. Bist du da komplett überrascht worden? Ja, wir haben eigentlich ja, gewusst, dass das SRF das auch weiss. Damals war das Mitte März, das Mail, das er uns eigentlich geschickt hat. Und dann, dass sie gesagt haben, den 10 vor 10 Bericht wir nicht senden. Und wir haben gesagt, okay, ja, wir verstehen das, dass sie das nicht senden wollen, aus dem und dem Grund. Und für uns ist das dann so ein bisschen, ja, für mich ist es auch abgehökelt intern. Ich meine, für das sind die Spezialisten nachher, die das Zeug übernehmen, jetzt intern vom Verband. Und dann, wo der Tag vor der WM-Vorbereitung gestartet ist, ist eigentlich das Mail wieder gekommen. Und dann ist schon ja, leicht Panik ausgebrochen. Ich merke auch bei uns auf der Geschäftsstelle. Ich persönlich bin auch total absorbiert mit meinen Kindern. Ich war noch mit meinem Papi unterwegs, wir hatten Gäste bei uns daheim, wo ja, so jemand gekocht hat und ich war zwischen Stuhl und Bank und war ein Tag, wo ich extrem viel gelernt habe daraus. Ich bin immer einer, der versucht, nicht reaktiv zu handeln, in der Ruhe zu bleiben. Das habe ich auch lernen als Coach in schwierigen Situationen. Und das war eine schwierige Situation. Und wir sind ja, nicht panisch geworden, aber völlig überreagiert. Mit plötzlich wollen proaktiv das kommunizieren, wo wir nachher auch gesehen haben, was mein Video ausgelöst hat. In dem Moment noch ja, nicht studiert, dass er noch ein Verkehrsdelikt hatte. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, ja, bin ich plötzlich als Lügner da gestanden und wo ich eben stehe. Ja. Aber es ist so ein bisschen der Tag ist also so macht man es definitiv nicht. Zuerst hat der Verband dich unterstützt und gesagt, klar, das ist unser Coach für die WM. Nachher hat es eine Abkehr gegeben und man hat dich freigestellt. War es ein Vertrauensbruch für dich? Ich habe eigentlich gewusst, vor allem der Urs Kessler als Präsident, der dort war, er hat das wollen. Das war sein Wunsch, er wollte mich unterstützen. Schlussendlich ja, sind dann der Verwaltungsrat scheinbar und andere haben das Gefühl, es geht nicht so weiter. Und da sind andere Dynamiken gekommen. Auch dort wieder zum Teil aufgepauscht, ein bisschen. Sponsoren, die Druck machen. Nachher haben wir ja gehört, dass es nicht so war. Zum Teil
ja, die Dynamik, die gekommen ist. Und medial ist natürlich dann das Ganze aufgepusht worden. Und Vertrauensbruch, sie haben das nicht wollen. Also es ist nicht so, dass sie das gesucht haben. Und sie haben mich eigentlich unterstützen, aber dann haben wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass das nachher so einprasselt auf das Ganze. Und ja, dann haben sie die Reissleine gezogen. Für dich persönlich ein grosses Desaster. Was hat dich am meisten verletzt? Ja, also das, was mich emotional wirklich getroffen hat, ist so ein bisschen die Art und Weise, was noch passiert ist. Wir hatten einen Heimmatch nachher 2-3 Tage später in Biel und wo es dann quasi Plakat von mir, ich habe eins extra noch dabei, ja, immer ein Mädchen das Plakat aus der Hand reissen und so Dankensbotschaften nachher auch während der WM Leute quasi Fahnen weggenommen worden sind. Und da habe ich schon gedacht, okay, also das finde ich jetzt sehr spannend und wer gibt das in Auftrag? Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, irgendjemand raus. Es ist noch ein «Danke Patrick» und das hat mich eigentlich am meisten getroffen. Was hat dich am meisten berührt, also im positiven Sinn? Nein, ich glaube, am meisten jetzt persönlich berührt hat mich mein Umfeld, meine Familie, meine Frau, meine Kids, einfach meine Freunde. Ich habe eine unglaubliche Wertschätzung gespürt und Support. Und das ist eigentlich das, was mich in dieser ganzen Geschichte am meisten berührt hat. Und für das bin ich eigentlich unheimlich dankbar, dass wir dann gleich schlussendlich ziemlich schnell können mich freuen für das Hockeyfest und eigentlich für die Party, wo wir lange darauf gewartet haben und auch wir können mit gutem Gefühl nachher ans Finale gehen und das eigentlich auch Frieden machen mit dieser Geschichte und sagen, ja, es ist it's over, es hat alle seine Gründe im Leben und das ist eigentlich dank auch meinem starken Umfeld. Wie waren denn die Reaktionen von der internationalen Hockeywelt? Ja, logischerweise auch dort Freunde vom Ausland haben mir auch geschrieben und mir Mut gemacht und Unterstützung gezeigt. Und, ja, es hat auch Interesse vom Ausland. Quasi, ja, was machst du jetzt? Bist du offen schon für eine neue Challenge? Aber ich kann denen eigentlich alle ziemlich klar sagen, ich bin jetzt gar nicht offen für irgendetwas und es hat auch keine Verhandlung oder konkrete Gespräche stattgefunden. Du hast es ein bisschen angetönt vorher. Würdest du heute anders kommunizieren in gewissen Phasen? Ja, definitiv. Ich denke, im Nachhinein ist man schleuer. Ich hätte wahrscheinlich schon vielleicht vor 1-2 Jahren mal das vielleicht öffentlich machen. Aber für mich war immer so, okay, ich möchte das eigentlich, wenn ich der Nationalcoach nicht mehr bin, das kommunizieren. Und dann an dem spezifischen Tag oder in dieser Phase, wo SRF, wo mir der Lapsus unterlaufen ist, das war ja am 19. März bis am 12. April, dort ist in meinen Augen viel zu wenig gelaufen und dort hätte man bessere Lösungen finden. Was war eigentlich das Härteste an der sofortigen Freistellung? Ja, die Mannschaft zu verlassen, die Spieler zu verlassen, den Staff zu verlassen, nicht mehr können mit meiner Lieblingsmannschaft Match gewinnen miteinander. Und ich meine, das ist das, was die Mannschaft ausgemacht hat in den letzten Jahren, die Verbindungen untereinander. Wir sind Family und das ist das Härteste gewesen, aus dem Umfeld rausgerissen zu werden. Was hast du für ein Verhältnis zum Verband heute? Ja, ich meine, Dankbarkeit überwiegt bei weitem. Ich habe mit dem Schweizer Hockeyverband so viele schöne Momente gehabt. Ich habe als Spieler und Coach 18, 19 Weltmeisterschaften gehabt. Ich habe 5 Olympische Spiele gespielt, wahrscheinlich gegen die 500 Matches als Coach und Spieler für die Schweizer Nation. Und ich habe es immer geliebt. Die Fahnen zu tragen im Sinne von, okay, wir sind eine gute Nation und
Ich glaube, das ist etwas, wo ich nie werde vergessen. Mit dem Vertrauen, auch, das ich bekommen habe, schon damals als Spieler, wo du aufgeboten wirst, und jetzt nachher als Coach. Und ich habe immer probiert, das Beste zu geben. Und darum, die Haltung hat sich jetzt da nicht verändert zu dieser ganzen Geschichte zum Schweizer Hockeyverband. Bin ich irritiert in den letzten Wochen an gewissen Aktionen vielleicht, ja. Ich glaube, es ist auch für sie ja nicht einfach gewesen. Aber Dankbarkeit überwiegt. Das heisst, deine Bilanz, hast du erreicht, was du wollen? Meine Hauptmotivation war bewegen. Und zwar in die richtige Richtung, dass das Hockey in die richtige Richtung pusht. Es war für mich immer so ein eine Give-Back-Story. Mir hat das Schweizer Hockey mega viel gegeben, Spieler. Und dass wir es lange noch berieseln und inspirieren mit dem Mindset, das ich einfach auch liebe. Für mich «No Limits» starten im Kopf, nicht anders. Und das ist etwas, wo mir zum Teil ein bisschen hinterher hinkt. Sehr ängstlich unterwegs sind teilweise. Und das ist für mich ein Zeichen, wenn wir jetzt in der Schweiz tot enttäuscht sind, aber am zweiten Platz und alle erwarten, dass wir Goldmedaille holen. Da sind wir einen weiten Weg gegangen. Also das haben wir sicher Checkmark. Und das Ziel war, unter die Top 6 zu kommen, dort quasi positionieren. Zurzeit sind wir zu oberst oben, auch erreicht. Aber ja, den Titel haben wir leider noch nicht. Was hast du selber für dein Leben gelernt? Sehr viel Resilienz. Ich bin eigentlich einer, der nicht so geduldig ist. Ich bin eigentlich einer, der ziemlich schnell möchte Resultate sehen. Ich wünsche mir es manchmal näher. Ich habe das Gefühl, wir sind schon am 18, wenn wir bereit sind zu gewinnen und dann. Aber die Resilienz habe ich gelernt zu lieben. Weil in diesen Sachen, in diesen schwierigen Momenten wächst man. Ja, und man wächst wirklich und man lernt und man kann das eigentlich auch lernen, offen bleiben, auch für schwierige Themen. Und das ist das, wo ich persönlich sehr viel gelernt habe, sehr viel wachsen. Mir hat es aber auch gezeigt, was möglich ist, wenn man daran glaubt und vor allem, wenn man das im Herzen wirklich verankert hat und alle miteinander. Und der Spirit dürfen zu spüren, ist etwas Wunderschönes gewesen, wo ich auch weiter umsetzen, was auch immer das dann ist. Es geht nur miteinander. Und das Vertrauen ineinander ist einfach mit Kommunikation, Auge zu Auge. Jeder Mensch will gesehen werden, jeder Mensch hat eine Spezialität, jeder Mensch bringt irgendetwas mit, was wichtig ist für das Team. Und er kann das nur bringen, wenn er sich wohlfühlt, wenn er sich gesehen fühlt, wenn er Vertrauen hat. Und das ist etwas, wo auch ein wichtiger Aspekt ist. Und ich werde mitnehmen als Bestätigung, mal, es hat funktioniert. Wie willst du in Erinnerung bleiben? Ja, ich denke, das ist nicht irgendwie wegen der Silbermedaille oder wegen der Weltrangliste Nummer 1. Ich glaube, ich möchte in Erinnerung bleiben als Mensch, wo die Leute wahrgenommen haben, als authentisch, als ehrlich, als offen, als auch humorvoll, unterstützend, respektvoll. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass Kinder eines Tages sagen mal, Papi, schön habe ich dich als Papi gehabt und die Werte von hilfsbereit, liebevoll und auch doch ein bisschen lustig. Was wünschst du dir für das Schweizer Hockey in Zukunft? Nicht ausruhen, weitergehen, mutig bleiben, offen bleiben, sich hinterfragen, was fehlt noch, wie können wir unseren Sport weiter nach vorne treiben, miteinander. Ich wünsche mir, dass wir wieder alle näher zusammenrücken und uns auch bewusst sind im Hockey, dass wir vieles Gutes machen, aber gleichzeitig auch ehrlich sind miteinander und hinschauen, okay, wo sind noch Baustellen. Und dann wünsche ich mir natürlich für die Fans und Fans und Coaches, dass wir eines Tages
Party feiern können, wo wir doch schlussendlich noch eine andere Farbe haben. Patrick Fischer, danke vielmals für das offene Gespräch. Ich bedanke mich. Bin mega froh, dass ich meine Sicht und Meinung darlegen und mehr Klarheit schaffen.